2018. Jetzt ist Januar und wir sind bei der ADAC Wohnmobilvermietung in Saarlouis. WVS heißt das Geschäft, ja. Und hier ist jemand, der sich mit Wohnmobilen richtig gut auskennt und er lächelt schon so, denn er hat ein absolutes Schnäppchen hinten im Hof stehen, was ganz neu reingekommen ist. Wer bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her? Ja, Jürgen Jung ist mein Name und ich bin von der WVS, also Wohnmobilvermietung im Saarland. Und ja, wir haben ein neues Wohnmobil da, einen Kastenwagen und ganz neu reinbekommen und einzigartig im Moment im Saarland. Ich glaube nicht, dass es schon einen in der Ausstattung im Saarland im Moment gibt. Genau. Du hast gerade eben was gesagt, es ist ein Wagen auf Kastenbasis. Das trifft es aber nicht so ganz, denn Kastenwagen, das klingt so, als wäre es, ich sage jetzt mal ein Blech- und Kastenwagen, sondern es ist fast ein Luxusmobil, was aber so ein bisschen aussieht, also ist es fast ein Understatement. Da vorne gehen wir schon drauf zu. Genau. Wenn du mal ein, zwei Daten mal sagst, wie lang ist es? Ja, ist 6,30 Meter lang. Das Fachjargon sagt man halt Kastenwagen dazu, weil er halt viereckig ist wie ein Kasten. Ja, das weiß ich ja. Ich wollte nur sagen... Es ist halt ein richtiges Wohnmobil. Sehr hochklassig und sehr luxuriös. Genau, das Ganze ist wunderschön. Es ist an der Seite in matt gehalten. Bavaria steht drauf. Jetzt nennen wir vielleicht erstmal den Preis. Normalerweise mache ich das immer erst ganz am Schluss, ja. Der Preis, es kostet? Ja, das Fahrzeug liegt bei 54.000 €, so wie er ist, komplett ausgestattet mit allem Luxus, was man sich vorstellen kann. Lederausstattung, Multimedia-Paket mit Rückfahrkamera, automatische Sattanlage, Solaranlage, Radträger, Markise, Aluminiumfelgen, Lederausstattung, Lederlenkrad, Lederschaltgriff und LED-Beleuchtung. So, wenn ich jetzt wenig fahre, kann ich das Fahrzeug im ganz normalen Alltag einsetzen? Genau, das ist der große Vorteil dieser Fahrzeuggattung oder Art, weil ich es halt ganz normal in jedem Alltagsverkehr einsetzen kann. Ist auch ein bisschen vorteilhaft, weil ich halt nicht immer überall auf sogenannte Stellplätze fahren muss, sondern mich auch mal auf einen ganz normalen Parkplatz stellen kann in der Stadt, weil es halt im Prinzip wie ein Pkw zählt und eben nicht so von außen aussieht wie ein Wohnmobil. Genau, das Ganze kann man fast noch dezenter haben, aber es ist alles, was ich hier sehe, ist dabei, sogar hinten der Gepäckträger. Genau, der Radträger ist drin und hinter der Klappe versteckt sich dann auch noch ein paar Einzelheiten, die wir gleich schauen. Genau, das Ganze machen wir ganz konzeptionell. 22 Minuten haben wir insgesamt Zeit. Hier vorne sehen wir zum Beispiel die Markise. Damit fängt das Ganze an. Die ist elektrisch-mechanisch? Die ist mechanisch, die dreht man hier auf der Seite mit einer Kurbel raus. Genau, hier oben sieht man es, dreht man mit einer Kurbel raus und ist schon auf dem Fahrzeug integriert. Ist dem Fahrzeug auch lackmäßig angepasst, also in diesem dezenten matten Schwarz, wie auch die Beklebungen an der Seite sind. Muss auf fairerweise sagen, Thule ist auch ein toller Hersteller. Genau, das ist also der Markenhersteller, der in dem Bereich wohl Marktführer ist, glaube ich auch. Die Felgen sind auch dabei? Die Felgen sind auch dabei, Aluminiumfelgen von Fiat. Es ist ein Fiat-Fahrgestell. Fahrzeug hat 150 PS, also hat richtig Power unter der Haube und geht dementsprechend auch sehr, sehr gut und hat keinen Leistungsabfall am Berg, wenn man da eben mal einen PKW überholen will. Genau, was mir ziemlich gut gefällt, ist diese Form, die Linienführung. Das Ganze sieht unglaublich sportlich aus. Dort mit diesem Ausschnitt in matt. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein SUV mit Vierradantrieb und höher gelegt und allem drum und dran. Also es wirkt unglaublich bullig, aber ganz, ganz kompakt. Ja, die Ausstattung von außen, das Design ist eben sehr, sehr schön und sehr sportlich angelegt und sieht halt nicht aus wie ein Transporter oder Kastenwagen, sondern sieht aus wie ein sportliches Fahrzeug, was man jeden Tag im Alltag bewegen kann. Oder fast wie so ein Expeditionsfahrzeug, genau, so ein bisschen, oder? So genau in die Richtung gehend. Ja, genau. Ich zeig's mal gerade von vorne, dass man mal diese ganz tolle Form sieht. Also das ist jetzt hier vorne Bavaria ist drin. Das ist die ganz neue Version vom Fahrgestell, oder? Genau, das ist 6,30 Meter, ist die neueste Version vom Fahrgestell. Deswegen 6,30 Meter, weil er hinten eben Längsbetten drin hat, die halt einen großen Vorteil zum Querbetten halt haben. Ja, das Ganze gucken wir uns mal gleich en Detail an, aber vielleicht noch mal gerade mal die Formensprache noch mal sprechen lassen. Das geht speziell an die Frauen der Nation. Kann ich hier noch was ziehen, zum Beispiel einen Anhänger? Genau, also man kann eine Anhängerkupplung dran machen und dann kann ich ganz normal einen Anhänger ziehen für ein Motorrad, für ein Boot, für ein ganz normaler Wohnanhänger auch, den man hinten dranhängen kann oder alles andere auch. Ein normaler Anhänger für irgendwas zu transportieren. Und Diesel? Ist Diesel, genau, 2,3 Liter, eben 150 PS, Multijet, die neueste Version, Euro 6. Oh, jetzt ist so diese Einstiegshilfe ist auch schon dabei. Die Einstiegshilfe ist auch dabei. Quatsch, echt? Ja klar, elektrisch betätigt. Mit dem Knopf kann man an der Seite drücken und dann geht das Ding eben rein oder raus. Das ist ja krass.
Und also im Grunde genommen, als du mir das Wohnmobil gezeigt hast, hast du gesagt, Sven, ich habe da was, der ist der absolute Hammer, da ist alles schon mit drin, was du brauchst. Genau, das Fahrzeug ist komplett ausgestattet. Also ich wüsste jetzt nicht als selbstfahrender Camper, was ich da jetzt noch irgendwie für mich persönlich dazu machen müsste oder bräuchte, weil alles im Prinzip drin ist. So, wir fangen mal direkt mal an. Das Schönste ist natürlich der Platz vom Chauffeur. Vielleicht fangen wir da mal vorne mit an, wenn du so lieb bist, mal gerade aufmachst. Man hat sehr weit öffnende Türen, damit fängt das an. Aber die auch schon in der Mittelposition stehen bleiben. Das heißt, wenn ich aufmache, habe ich so die Mittelposition, da kann ich schon bequem aussteigen, stoße aber nirgendwo an. Genau, das ist die Mittelposition? Genau. Ich kann die einmal in der Mittelposition stehen lassen und ich kann sie eben ganz aufmachen, wenn es halt darum geht, um viel Platz zu haben, um ein- und auszusteigen. So, das Ganze ist unglaublich schön abgestimmt. Also ich zeige es mal gerade, innen drin ist eine Lederausstattung. Die ist toll. Also hier sieht man von Bavaria, das Ganze ist eingestickt. Sieht ganz hochwertig aus. Ja, ist ganz hochwertig, ist auch kein Kunstleder, ist ein Echtleder. Also oft wird ja heute Kunstleder benutzt, aber das ist ein Echtleder. Auch die Applikationen vorne mit Silber in dem Armaturenbrett sind Sonderausstattung, das ist nicht serienmäßig. Der Schaltknauf ist Leder, ist nicht serienmäßig. Das Lenkrad ist Leder, ist nicht serienmäßig. Das sind alles Sonderausstattungen, die in dem Fahrzeug bereits voll integriert sind. 54.000 Euro. Genau, 54.000 Euro. So, das heißt, du hast nichts mehr daran verdient, quasi. Ein bisschen noch, ja. Ein bisschen noch. Aber es ist so, es ist ein Angebot jetzt. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot, weil man kann lange suchen für ein Fahrzeug mit der Ausstattung für diesen Preis so im Moment zu finden. Genau, ich zeige mal gerade was echt toll ist. Denn wenn du mal so lieb bist, hier mal kurz Platz nimmst. Du bist jetzt wie groß? 1,81. 1,81. Genau. Und ich zeige erstmal, hier oben erstmal die Höhe. Dann gibt es was ganz Tolles. Guck mal, auf der rechten Seite ist nämlich eine Armlehne, die kann man auch rechts runterklappen. Genau. Und wer jemals lange Strecken gefahren ist, ja, der weiß, wie schön das ist, sogar auf der Fahrerseite das gleiche nämlich nochmal zu haben, eine Armlehne, die man einfach runter machen kann. Genau. Man hat hier ein Rändelrädchen mit dabei. Mit dem Rändelrädchen kann ich exakt die Position auch definieren, wie ich es gerne hätte. Ja. Genau. Wie fühlt sich das an jetzt auf den Leder? Sehr bequem und sehr angenehm und man kann wirklich lange Strecken damit fahren, ohne dass man müde wird. Genau, wenn du den Sitz mal gerade ein bisschen zurück machst. So, dann haben wir nämlich hier vorne die Beinfreiheit. Die sieht man nämlich jetzt mal auch. Bei 1,81 Meter muss man sagen, da geht noch was, oder? Genau. Ja, da kann man sich richtig strecken. Also das ist auf jeden Fall schon sehr gut und sehr ausreichend. Genau, wenn du mal so lieb bist auf die Fahrerseite gehst, dass man das mal sieht. Also da wäre jetzt praktisch der Platz des Chauffeurs. Also vielleicht mal eine kleine Hilfe hier zum Einstieg. Normalerweise diese tollen Ausstattungsmerkmale wie ein Einstieg. Hier kann ich ganz leicht einsteigen. Das macht den Einstieg besonders leicht. Dann ist dieser Boden hier extrem leicht zu reinigen. Der ist nämlich getrennt von der ganzen Geschichte. Ich kann ihn einfach rausnehmen, abklopfen, kann ihn sogar waschen, kann alles damit machen. Auch dieser Boden ist Sonderausstattung normalerweise. In dem Fall ist er hier auch in dem Fahrzeug schon bei uns so mit integriert drin. Der gehört so zur Ausstattung, wie er jetzt auch so drin liegt. So, dann noch so Kleinigkeiten wie in den Türen gibt es riesengroße Staufächer, die hier mit dabei sind. Das heißt, man hat hier große Staufächer, aber jetzt kommt es. Jetzt ist man ja auf der Fahrt durstig. Ich zeige nur mal hier, was in der Mitte ist. Und das ist schon wert, das Auto zu kaufen. Hier gibt es nämlich zwei ganz große Flaschenhalter, wo man komplette Flaschen abstellen kann. Genau, da kann man halt während der Fahrt die Getränke abstellen oder Kaffeetassen reinstellen, um Kaffee zu trinken. Und die stehen wirklich fest hier drin, ohne dass man was verschüttet und viel versaut. Aber selbst wenn, ist es gar nicht so schlimm. Der Boden unten drunter, der saugt einiges auf, kann ich reinigen. Genau. Absprühen sogar mit dem Hochdruckreiniger. Genau, kann man absprühen mit dem Hochdruckreiniger, trocknen lassen und dann kann man es wieder reinlegen, ganz normal. So, die nächste Ablage ist direkt hier. Auch hier habe ich nämlich 12 Volt plus USB-Anschluss direkt mit drin. USB-Anschluss, 12 Volt, also so wie man es braucht. Heute sind die Fahrzeuge alle so, in dem Fall jetzt bei uns ausgerüstet, dass die beides haben, weil man nicht immer einen 12-Volt-Anschluss hat, aber man hat auf jeden Fall immer einen USB-Anschluss, weil man die braucht, um Handy zu laden, um eine Powerbank zu laden, um irgendwas zu laden. So, hier sieht man also, man hat hier auch ganz einfache Wahlmöglichkeiten. Die Klimaanlage ist natürlich eingebaut. Klimaanlage ist drin, eine Automatik-Klimaanlage, die also im Sommer dafür sorgt, dass man auch das Fahrzeug entsprechend kühl hat. So, großes Multimedia-System, das ist dabei, das liegt dabei, ist jetzt noch nicht eingebaut. Du hast mich gerufen, komm schnell, zeig's. Genau. Denn so ein Ding hast du noch nie gehabt, oder? In der Ausstattung zu dem Preis? Nein, zu dem Preis habe ich den noch nicht gehabt und das Multimedia-Paket ist dabei, wird hier nur reingesteckt, ist wieder Plug and Play und dann habe ich Rückfahrkamera
Ich habe Verbindung zum Handy, ich kann mir einen Film anschauen darauf und habe Radio natürlich und Navigation. Navigation auch mit drin. So, Genau. Er hat natürlich Trip, er hat ein Cruise Control, ein Tempomat mit drin. So, ich komme mal kurz auf deine Seite, dann zeigen wir mal ganz kurz, wie es von drüben aussieht. Denn es gibt drinnen natürlich einiges zu sehen. So, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch 14 Minuten. Wir haben ja heute gesagt, wir machen kein stundenlanges Video. Aber auch hier auf der Fahrerseite Luxus pur, oder? Genau, also diese Silber-Applikationen sind nicht serienmäßig normalerweise. Die sind bei unserem Fahrzeug hier mit drin, so wie wir es bekommen. Dann ist hier der Cruise Control, also Tempomat, den man einstellen kann. Ich habe ein höhenverstellbares Lenkrad. Das Lenkrad ist sehr angenehm zu greifen, ist eine Lederausstattung, die sehr hochwertig ist, wie auch dieser Schaltknauf. Und ich habe hier auch wieder Ablagemöglichkeiten, so dass ich während der Fahrt, wenn ich irgendwo fahre, mir ein Handy hinlegen kann, eine Powerbank hinlegen kann oder einen Geldbeutel hinlegen kann oder sonst irgendwas, ohne dass es groß verrutscht und dass ich es nicht mehr finde. Zum Service fahre ich zum Fiat-Händler oder ist hier möglich? Genau, zum Fiat-Händler. In Völklingen zum Beispiel, da lassen wir die Fahrzeuge warten bei der Firma Kloß. Genau. Jetzt zeigen wir das mal gerade, hier kann man zumachen. Das ist das Verdunklungssystem, was auch serienmäßig integriert ist, an der Frontscheibe und auch an den Seitenscheiben. Ich habe es nicht gesehen eben. Also es ist so dermaßen versteckt. Es ist so verkleidet, dass es eigentlich nicht mehr auffällt heute. Soll ich das nochmal aufmachst? Genau. Also man kann eben entsprechend die vordere Scheibe komplett einmal zumachen mit 2 Griffen. Bumm. Da hat man seine Ruhe. Genau. Und dasselbe kann man auch in den Seitenscheiben machen. Wir führen uns mal gerade hier einmal vor. In der Seitenscheibe kann ich auch einmal zumachen und dann hat man die Abdunklung für den Schlaf am hellen Tag oder in der Nacht entsprechend. Also ich wiederhole nochmal, 54.000 €, darüber sprechen wir im Moment gerade. Genau, wir sprechen über 54.000 € für diese tolle, luxuriöse Ausstattung des Fahrzeugs. So, jetzt gehen wir mal rein und schauen uns mal im Innenraum an. Der Motor hat die neueste Euro 6 Norm, oder? Genau, ist Euro 6, so wie es bei Fiat üblich ist. Super, klasse. Das heißt, ich komme überall rein, habe die grüne Plakette natürlich, komme auch in die Innenstädte rein. Genau, du kommst mit der grünen Plakette in die Innenstädte rein, so wie es im Moment überall üblich ist. So, fangen wir vorne an. Da ist die Einstiegshilfe natürlich von Thule. Die kann elektrisch rein und raus gefahren werden, ganz praktisch. Jetzt sieht man hier, das Belüftungssystem kommt direkt von unten auch. Genau, das ist die Heizung und Frischluft, die man dann von unten einblasen kann, sodass die warme Luft von unten nach oben steigt, ganz normal. Sind die Sitze vorne drehbar? Die Sitze sind drehbar, Genau. Selbstverständlich. Walte deines Amtes. Fangen wir damit mal an. So, wir werden es diesmal kurz halten, aber es lohnt sich, jede Minute dabei zu bleiben. Die Sitze sind drehbar, damit ich natürlich hier an diesem besonders geräumigen Tisch nämlich sitzen kann. Genau. Auch den Tisch kann man hier mittels einer Schraube eben ausklappen und den kann ich eben hier rüberziehen und kann eben mir hier ein sehr gemütliches Interieur zaubern, sodass ich ganz gemütlich hier sitzen kann und frühstücken kann oder Mittagessen kann oder Abendessen kann, so wie ich das eben gern möchte und wie es jedem gefällt. So, wenn du mal ganz kurz berichtest, du bist was vom Beruf? Elektroinstallateur. Genau, und du bist auch Meister, oder? Ja, das auch noch, nebenbei, ja. Und das Auto gefällt dir? Das Auto gefällt mir sehr gut, ja, natürlich. Technisch gesehen top, oder? Auf jeden Fall der beste Stand dessen, was es im Moment auf dem Markt gibt. So, das heißt, wenn du mal kurz dich da mal hinsetzt, mit deinen 1,81 Meter, dass man das mal sieht. Hier darf ich auch sitzen während der Fahrt, richtig? Genau, hier sind Anschnallgurte. Hier kann ich auch während der Fahrt sitzen. Es ist ja 4 Personen zugelassen, also es sind insgesamt 4 Gurte, 2 vorne und 2 eben hier hinten. Genau, wenn ich den Sitz drehe, darf ich denn trotzdem da sitzen während der Fahrt? Während der Fahrt muss der Sitz nach vorne stehen. Genau, der muss da vorne stehen. Das heißt, es ist natürlich verboten, dann das da zu machen, aber das Kind könnte hier sitzen und hier spielen. Genau, also hier hinten kann das Kind sitzen, aber vorne muss der Sitz immer nach vorne stehen. Die Frage, der Fahrersitz kann auch nach vorne gedreht werden? Der kann auch gedreht werden, dann ist der genauso wie der zweite, also entsprechend 2 Pilotensitze, die man entsprechend drehen kann. Hier ist der Fernseher, da ist eine vollautomatische Sattanlage dabei. Genau, da ist eine vollautomatische Sattanlage dabei, der wird mit einer Bedienung bedient und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, dann geht die Sattanlage nach oben und man kann überall in Europa eben deutsches Fernsehen schauen. Ich muss nicht aufwendig den Satelliten suchen. Gar nichts, geht alles automatisch, kein Problem. Super, klasse. Ja, wenn du mal kurz hier oben öffnest, dass wir mal die Qualität mal sehen der Verarbeitung hier. Das ist, also ich habe dich selten so strahlen gesehen. Ich muss sagen, ach, da ist direkt die Sattanlage, da sieht man es. Hier vorne ist sie, noch alles original verpackt. Das Fahrzeug kam gerade eben. Das ist toll, oder?
Ja, ist also wirklich sehr, sehr schön. Was mir besonders gut auch persönlich gefällt, sind diese Hochglanzschränke. Du siehst das, die sind alle mit dem Klarlack überzogen, deswegen sehr unempfindlich. Man kann also da ruhig mal drankommen. Man sieht doch gar keine Toucher. Du siehst keine Tatzen, du siehst nichts und es ist halt eine sehr, sehr hochwertige Ausstattung, wie du erkennen kannst. Auch die Ecken, die Kanten abgerundet, also sehr, sehr, sehr hochwertig. Auch die Seitenwände sind nicht im Rohzustand gelassen. Es sieht aus wie ein Flugzeug. Genau, du hast also praktisch so eine Verkleidung wie im Flugzeug. Es sieht auch fast so aus, da ist ein Stoffzug drüber, den man auch leicht reinigen kann und das ist alles im Prinzip in diesem wahnsinnigen Preis mit enthalten. Auch hier kann ich zumachen. Natürlich Insektenschutz. Insektenschutz ist drin, ist eine Verdunklung mit drin. Also alle Fenstern sind mit Insektenschutz und mit Verdunklung. Das gilt auch für die Dachluke, das zeige ich mal gerade. Gehen wir mal hoch. Genau. Und gilt natürlich auch, was nicht üblich ist, in diesem Bereich Wagen für die Fahrertür. Oh, zeig mal, warte mal, ich zeige das mal gerade, ich gehe mal rein. Das heißt, die Fahrertür kannst du komplett insektenmäßig zumachen? Genau, die kannst du komplett insektenmäßig zumachen. Ist bei den Fahrzeugen halt sehr wichtig, weil du sonst halt natürlich eine sehr große Fläche von außen hast, wo dir alles Ungeziefer halt reinkommt und das kann man komplett zumachen und dadurch bist du halt auch da geschützt. So, noch 8 Minuten, was sehen wir hier? Das ist das Bedienpanel. Das heißt, da oben wird eben die gesamte Elektrik und die gesamte Technik des Fahrzeugs gesteuert. Eben die Heizung, die Elektrik, die Ladezustände, alles das, was im Aufbau drin ist, befindet sich da oben an einem Panel. Wasserstand? Wasserstand auch natürlich, Batteriezustand, Ladestand der Batterien, ja. Alles das, was geht. Genau, ich zeige das mal gerade. Hier oben ist eine riesige Ablage, die kann ich dann nutzen. Also nochmal, also Stauraum gibt es hier noch und nöcher, oder? Genau, also Stauraum ist hier auf jeden Fall genug. Wir schauen uns gleich mal noch die Schränke an, die auch ein bisschen anders sind, wie sie sonst normalerweise in den Wohnmobilen dieser Bauart sind. Aber hier kommen wir jetzt zu was? Zur Nasszelle. Zur Nasszelle, was ganz, ganz Besonderes, weil das, glaube ich, hat noch kaum einer so in der Art gesehen. Die Nasszellen bei den sogenannten Kastenwagen sind halt so, dass die Toilette immer feststehend ist und das Waschbecken immer feststehend ist oder das Waschbecken verschiebbar ist. Und das, was man am wenigsten braucht am Tag, ist die Toilette. Mhm. Und die kann ich hier, wie man sieht, im Prinzip unter das Bett runterschieben. Und ich habe eine riesengroße Duschanlage hier drin, wo ich drin richtig duschen kann mit der Dusche. Und es stört mich weder ein Waschbecken, noch stört mich die Toilette. Das ist ja krass. Ja, und dieses Waschbecken kann ich eben hier ganz leicht, wenn ich es brauche, nach unten fahren und dann habe ich das Waschbecken und trotzdem noch ein richtiger Wasseranschluss mit Wasserhahn dabei. Als du das gesehen hast, das Auto auf der Messe, da du hast mir erzählt, du warst hin und weg, oder? Genau, ich war direkt begeistert davon. Ich habe gesagt, das müssen wir unbedingt haben, weil das ist genau das, was der Kunde sucht. Und was ich persönlich auch, der sehr, sehr oft im Jahr unterwegs ist mit den Fahrzeugen, halt immer vermisse. Eine schöne große Dusche, in der man sich auch als Mann drin drehen kann und duschen kann. Und die Toilette, die man am wenigsten braucht, die soll verschwinden am Tag, wenn man sie nicht benötigt. Beziehungsweise, wenn es schnell gehen soll, ist es auch wieder draußen. Genau, ich ziehe einfach nur hier an der Seite und dann kann ich da dran ziehen. Da ist der Knopf, dann ziehe ich und dann kommt die eben raus, ganz normal. Also das ist eine Sache von 10 Sekunden, ist die wieder ganz normal draußen. Super. Also, Thema Nasszelle, wir haben noch 6 Minuten. Ich guck mal gerade. Ja, das heißt, ich kann auch kochen hier, oder? Genau, du kannst hier kochen. Hier ist eine Kochzelle drin mit 2 Flammen, Petrozündung, also eine elektronische Zündung. Und du hast hier eine Spüle, in der du auch ganz normal spülen kannst. Du siehst auch da, die Spüle ist nicht offen, sondern die ist hochwertig abgedeckt. Das ist auch gleichzeitig ein Schneidbrett fürs Brot drauf zu schneiden. Dass ich arbeiten kann. Genau, dass man arbeiten kann. So eben auch hier siehst du was sehr, sehr selten in dieser Baureihen sind, dass du hier so ein kleines Regal hast, wo du die Gewürze hinstellen kannst. Die Frauen lieben das, wenn sie dann was kochen, dass sie ihre Gewürze da eben hinstellen können, ohne das jedes Mal aus irgendeinem Schrank rauszukramen. Hier oben sind so kleine Fächer, wo man eine Salatöl-Flasche reinstellen kann. Genau. Genau, so, also du siehst, das ganze Fahrzeug ist sehr durchdacht. Kühlschrank. Jetzt kommen wir zum Kühlschrank, der auch sehr groß ist. Du hast ein kleines Gefrierfach hier oben drin, wo man also kleinere Sachen oben drin gefrieren kann. Und du hast einen großen Kühlschrank, in dem du alles unterbringst, was man im Prinzip braucht. Wir reden immer noch über 54.000 Euro. Genau, wir reden immer noch über 54.000 Euro neu. Flammneu, keine Tageszulassung, kein... Nichts, krachneu. Krachneu. Krachneu, keine Zulassung. Derjenige, der es haben möchte, kann es direkt so von uns bekommen, so wie es hier steht, zugelassen. Genau, fix und fertig. Genau, hier ist auch dann eine Besonderheit, ein Multifunktionsschrank. Du siehst hier diese Stange drin, das ist auch das, was die Frauen oft in der Fahrzeuggattung vermissen, dass sie ihre Blusen, ihre Jacken aufhängen können. Und den kannst du halt die Ablagefächer rausnehmen, wenn du das nicht möchtest. Und dann kannst du eben hier deine Blusen und deine Jacken reinhängen, damit sie nicht verkrumpelt sind. Kommt ganz, ganz selten vor, dass man sowas
eben in diesen Fahrzeuggattungen hat. Hanging Garmin. So, jetzt müssen wir Gas geben. Und dann kommt's. sind wir eben im Schlafbereich. Der Schlafbereich ist eben so ausgelegt, dass wir hier 2 Einzelbetten haben. Du siehst, ich kann mich zwischen den Betten bewegen. Jeder kann auf der einen oder anderen Seite liegen. Ich kann hier in der Mitte auch noch zusammenbauen. Der große Vorteil ist, dass man in der Nacht jeder mal auf die Toilette gehen kann, ohne dass er übereinander krabbeln muss, weil du weißt, dass diese Fahrzeuge normalerweise ein Querbett drin haben, wo dann eben der eine, der hier hinten schläft, über den anderen drüber krabbeln muss, damit er rauskommt. Und Genau, die wir haben Länge nicht ist eben für eine Person von 1,81 Meter so gebaut, dass ich auch Genau, nicht mit 1,81 Meter hier du schlafen darfst dich mal hinlegen gerade, dass wir das mal zeigen. So, ist also 1,81 Meter ist er groß. Da liegt er komplett mit fixen Foxy. Warte mal, ich zeig's mal gerade hier hinten. Und es ist natürlich jetzt noch Schuhe an, die sind auch noch ein paar Zentimeter. Kein Problem, oder? Kein Problem. Nee, du kannst dich wunderbar hier liegen. Du kannst dich auch drehen, ohne dass du am nächsten Tag glaubst, du hast irgendwo auf dem Brett geschlafen. Cool. Du bist halt immer super ausgeschlafen. Was du jetzt nicht siehst, was ich auch sehe, die gesamte Beleuchtung dieses Fahrzeugs ist LED-Technik. Ja. Es gibt keine einzige Birne. Auch diese indirekte Beleuchtung ist alles LED-Technik. Die Fernseh-LED-Technik. Du hast einen ganz, ganz geringer Stromverbrauch für die Aufbaubatterie, sodass das Fahrzeug mit dieser Solaranlage total autark ist. Du kannst dich hinstellen, wo du möchtest, und du bist autark. Genau, ich kann es auch zubauen. Also es gibt auch noch ein drittes Bett, was man hier installieren kann, wenn man etwas länger steht. Genau, du kannst das hier vorne in diese beiden Halterungen, kannst du dieses dritte Bett einbauen. Zum Beispiel, man hätte jetzt noch ein Kind, was irgendwie im Bereich 10 Jahre alt ist oder jünger. Das kann dann problemlos auch hier vorne noch schlafen. Das ist also auf jeden Fall möglich. Super, gehen wir nochmal raus, machen die Abmoderation und zeigen mal ganz kurz hier so Kleinigkeiten. Hier vorne ist übrigens der Feuerlöcher. Also man hat da wirklich an alles gedacht. Der ist natürlich an der Stelle... Ich wäre noch einmal hier hinten zu schauen. Genau, Sekunde. Der Radträger ist auch schon mit drauf. Der ist auch in diesem Preis von 54.000 € mit enthalten. Und was mir auch wichtig war, ist im Sommer, ist das halt ein ganz wichtiges Thema. Es gibt Außendusche. Eine Außendusche. Das heißt, du kannst dich hier auch im Sommer, wenn es mal heiß ist, kannst dich halt über die Außendusche auch eben entsprechend kühl oder heiß oder lauwarm eben abduschen. Genau, das Ganze USB-Anschlüsse ohne Ende, nämlich genau an der richtigen Stelle, wo man sie braucht. Hier oben drin nämlich, natürlich, wenn ich mein iPhone aufladen will oder das Samsung. Genau, abends. Du hast halt die Möglichkeit, über Nacht alles aufzuladen. Du siehst, es ist überall LED-Beleuchtung dran. Genau, mach's mal komplett auf, dann machen wir Abmoderation. Genau. Wir sind bei der Firma WVS Wohnmobilvermietungsservice der ADAC Wohnmobilvermietung. Er verkauft aber jetzt auch Fahrzeuge und er kommt gleich sofort hin. Das ist der absolute Oberhammer, hat er zu mir gesagt. Und er holt jetzt extra mal den Katalog. Der hat er nämlich mit dabei. Sag mir mal deinen Namen. Jürgen Jung. Ja, Jürgen Jung in Saarlouis. Ihr seid wo? Welche Straße? Ja, wir sind in der Industriestraße 3. Und für alle Wohnwagen- und Wohnmobilfreunde möchte ich noch sagen, es gibt ab heute bei uns auch das neue Gebetbuch oder die neue Bibel mit allem Zubehör, was es für Wohnmobile und Wohnwagen gibt in unserem Shop. Und jeder, der möchte, kann kommen und bekommt den auch natürlich kostenlos und kann sich gern auch unsere Fahrzeuge und besonders das tolle Fahrzeug für 54.000 € anschauen. Genau, es gibt auch eine Garantie. Ja, Garantie ist natürlich auch 2 Jahre drauf, klar. Genau, super. So, vielen, vielen Dank. WVS, 54.000 €, ein knapp über 6 Meter langes Fahrzeug im super Design-Look in schwarz mit allem drum und dran. Kommen Sie nach Saarlouis, kaufen Sie ihm die Bude leer. Er hat nämlich noch ein paar Stück da. Wir drehen jetzt im Januar 2018. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.